Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unserem Kanal dreht sich alles um unsere Garnen, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Bei uns eingeschaltet habt. Draußen sind fast 40 Grad und worüber sollte man in unserem Video reden? Klar, über Sommerprojekte und Sommergarne. So, wir haben heute zwei Garne zu präsentieren. Einmal die Suave und einmal Nepal. Warum strickt man auch im Sommer auch so gerne? Nicht nur jetzt für den Winter, sondern es gibt auch viele schöne Projekte für den Sommer und es ist ganz wichtig, auch das richtige Garn auszuwählen, weil die Eigenschaften des Garnes perfekt auch für die heiße Temperatur geeignet sind. Und das möchte ich auch ein bisschen in diesem Video erklären, besonders bei diesen zwei Garnen. Dann werde ich euch einige Modelle vorstellen und am Ende zeige ich euch ein Geschäft, das ich besucht habe. Wie ihr wisst, ich besuche Wollgeschäfte, auch außer Spinnereien und Farmen. Und habe mir gedacht, ich werde euch ab und zu Wollgeschäfte zeigen. Ich hoffe, das gefällt euch. Schreibt bitte in den Kommentaren, wenn ihr weitere Wollgeschäfte auch mit mir anschauen möchtet. So, zuerst Suave. Suave ist ein Garn aus 100% GOTS-zertifizierte Wolle. Baumwolle ist eigentlich allgemein so ein robustes Garn. Es ist kühlend auf der Haut und nimmt die Feuchtigkeit auch sehr auf. Suave ist ein besonderes Garn, weil auch so einen Flausch hat. Und das macht, dass das Garn nicht so stark ausleiert wie normale 100%ige Baumwolle. Und für den Sommer ist es super geeignet. Wenn du das Garn hier einzelfähig strickst, dann bekommst du eine sehr leichte gestrickt. So ein große L brauchst du ungefähr 125 Gramm von dem Garn, also sehr leicht. Es ist sehr kühlend, durch diese ganze Volumen isoliert auch die Hitze, aber auch die Kälte im Winter. Wenn du jetzt eine kompaktere Struktur haben möchtest, kannst du das Garn zweifädig stricken, dreifädig, sogar wir haben Modelle gesehen, wo fünffädig gestrickt worden sind. Also das ist ein super Garn für den Sommer, die wirklich gut empfehlen kann. Das Garn ist ein Netz, also das ist ein Schlauch, eine geschickte Schlauch aus Baumwolle. Ich versuche euch das hier zu zeigen, wenn ich den Faden mal aufmache. Hier. Man sieht jetzt hier ein sehr dünnes Faden, das ist so ein geschickter Schlauch. Wenn ich ziehe, dann geht diese Masche auf. Ja? Das ist auch aus Baumwolle, aus Bio-Baumwolle. Und in diesem Schlauch sind die Bio-Baumwollfaser, das sind sehr feine Baumwollfaser aus der Türkei, die durch die Maschen rausgehen und diesen Effekt verursachen. Das Garn, wenn man den Knoll sieht, man denkt, das würde sehr stark pielen oder fusseln. Stimmt aber nicht. Da müsst ihr das auf jeden Fall gestrickt sehen, das zeige ich euch gleich. Und da wird ihr wahrscheinlich das Garn sehr gerne mögen. Und wenn ihr euch selbst überzeugen möchtet, könnt ihr auch mit einem Knäuel oder zwei Knäule ein kleines Projekt mal starten, wie einen kleinen Schal zum Beispiel. Und da wird ihr sehen, wie angenehm auf der Haut ist. Und jetzt in kältere Sommertage, wie gesagt, strickt ihr das gerne zweifädig, dreifädig. Und da wird er hier drin auf jeden Fall nicht schwitzen. Das Garn hat 162 Meter auf 25 Gramm. Man strickt hier, so hier wird auf der Etikett 3 mm empfohlen, aber das kommt darauf an, was ihr überhaupt erzielen möchtet, weil mit den 3 mm Nadel bekommt ihr so eine Masche. Dichte, also der ist schon sehr dicht. Man kann aber ganz gut mit 4er Nadelstricke, wenn das Design etwas locker ausschauen muss.
Und die Suave haben wir in ungefähr so 30 Farben. Hier kann man in alle verschiedenen Maschenproben sehen, aber ich habe hier meine Mini-Stränge. Das ist eine sehr schöne Farbpalette und das ist eine Farbpalette, die nicht nur für den Sommer geeignet ist, auch für den Winter, weil Suave wird auch im Winter sehr viel verstrickt. Wie gesagt, mehrfädig für dicke Pullis zum Beispiel oder als Mohair-Ersatz. Die Veganer nehmen auch Suave als Mohair-Ersatz und auf bestimmte Designs mit der richtigen Maschenprobe zu kommen. Und überhaupt muss jetzt nicht nur vegan sein. Da kann man, ich selbst zum Beispiel, ich trage im Winter auch viele Baumwollmodelle, weil im Büro jetzt ist nicht dieselbe Temperatur wie draußen und es ist mir lieber, ich trage so einen Baumwollpulli an. Und ja, damit kann man ein bisschen mehr Volumen erzeugen, ein bisschen diesen winterlichen Effekt. Bei der Pasquali-Kollektionen gibt es viele Modelle aus Suave, die wir jetzt euch zeigen möchten. Wir zeigen euch hier verschiedene Kombinationen, die wir für euch ausgesucht haben. Hier seht ihr verschiedene Farben aus Suave, indem man die verschiedenen Maschen dann also abwechselt in verschiedene Farben, entsteht so wie eine leichte Übergangfärbung. Und ja, hier die argentinische Flagge, jetzt für den WM. So, hier ist immer, wenn man ein bisschen mehr Farbe möchte, hier ist die Farbe 74, 52 und 60. Also wir haben sehr viele verschiedene Kombis gemacht, also da könnt ihr gerne eure eigene Farbkombis kreieren. Das ist auch momentan viel im Trend, sehr im Trend, diese Art von Farben jetzt in diesem Sommer. Also auf jeden Fall, man kann seinen eigenen Pulli in den Farben selbst kreieren. Ja, ein tolles Garn. Die Suave wird immer beliebter, je mehr Leute das gestrickt haben, getestet haben, dann merken, wie gut das Garn wirklich ist. Man muss erstmal trauen und ein bisschen ausprobieren. Das andere Garn, wie gerade gesagt, ist Nepal. Nepal ist ein Garn aus 60% Bio-Baumwolle aus Italien und 40% Leinen. Leinen ist strapazierfähiger und formstabiler als Baumwolle. Die Mischung ist auch richtig so gedacht, weil Baumwolle leiert normalerweise ein bisschen aus. Der verliert ein bisschen den Form, je nachdem, was man möchte. Und mit Nepal hat man eine etwas griffigere Struktur. Baumwolle macht ein bisschen weicher, weil Leinen ist, wie gesagt, so griffig. Und der Strang fühlt sich erstmal noch ein bisschen härter an. Wenn schon beim Stricken wird weicher und dann beim Waschen tragen, dann wird deutlich weicher. Das ist dann sehr auch angenehm zu tragen ist. Und Nepal hat 180 Meter auf 50 Gramm. Wir haben auch eine sehr schöne große Farbpalette. Es sind auch sehr viele Farben, sehr sommerliche Farben. Und hier bei Nepal, man kann auch sehen, an dem Strang, ich nehme einen Strang lieber, dass man das ist keine Fasermischung, also die werden in der Produktion werden nicht zwei Faser zusammen gemischt, sondern hier haben wir einen Faden, der etwas dünner ist, das ist der Leinenfaden,
und der dickere Faden ist die Baumwolle. Ja? Und wenn man genau das sieht, man sieht, dass die Baumwolle ein bisschen mehr Glanz hat und Nepal, die Leine dann etwas matter ist. Und das macht auch einen sehr schönen Effekt. Da kam auf die Frage, warum haben wir Brennnessel rausgenommen. Nepal habe ich ja schon seit sehr vielen Jahren und Nepal bestand damals aus Baumwolle 60%, dann 28 Leinen und 12% Brennnessel. Wir haben die rausgenommen, weil Brennnessel, der Vorteil bei Brennnessel war, dass ein sehr schöner Glanz rauskam. Und das Problem war, dass das Brennnessel in der Produktion sehr viele Probleme gemacht hat. Dann gab es sehr viele Garnverlust und unsere Firma ist ein nachhaltiges Unternehmen und da müssen wir schauen, dass die Abfälle auch minimisiert werden. Deswegen haben wir uns entschieden, die komplett rauszunehmen, weil diese 12% waren nur für den Glanz da, sondern hatte keine andere besondere Eigenschaft in dem Garn. Ich finde trotzdem, dass das Garn sehr schön ist und diese Farben auch wunderbar schön, obwohl nicht so glänzend sind wie vorher. Wir haben auch hier einige Modelle, die wir euch gerne zeigen möchten. Ja, das sind einige Modelle aus Nepal. Wir haben viele andere Modelle auf der Webseite, auf Ravelry und auf Etsy. Wenn ihr auf die Webseite geht, das wissen nicht viele, ihr geht auf Modelle oder Strickanleitungen auf der Kategorie und es gibt einen Filter, also auf dem Desktop sieht man das an der linken Seite, so einen Filter und steht Modelle nach Garn. Also da könnt ihr das Garn auswählen, zum Beispiel nur Nepal einklicken und dann kommen alle Modelle aus Nepal. Das sind mehrere, die wir dort haben. Wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt Suave anklickt danach, denkt ihr daran, auch Nepal rauszuklicken, sodass nicht beide gezeigt werden. Da muss ihr nur darauf achten, aber sonst einfach alle Garne durchschauen. Wir haben mittlerweile über 300 Designs. Ihr findet bestimmt was Schönes für euch. So, und wie versprochen, ich zeige euch ein sehr schönes Wollgeschäft, das ich besucht habe in der Schweiz. Ich habe mir gedacht, das ist das erste Wollgeschäft, das ich zeige, weil von der Initiative Handarbeit in 2026, also dieses Jahr, als Lieblingsladen ausgewählt wurde. Das Wollgeschäft in der Schweiz, Tutolana, gibt es schon seit sehr vielen Jahren. Tutolana hat 2 Filialen. Eine Filiale ist in Bülach. Das ist die Filiale, was ihr hier in diesem Video sehen könntet. Sie hat ein großes Sortiment aus verschiedenen Herstellern. Pasquale ist sehr gut präsent im Laden. Es gibt auch andere Marken, die sie anbietet. Tutolana entwirft jedes Jahr Designs für eine berühmte Zeitschrift in der Schweiz, die Schweizer Familie. Und wir sind sehr dankbar, dass Ruth, die Eigentümerin, immer wieder Pasquale-Garne für die Designs ausgewählt hat. Und dieses Jahr gab es sogar ein Design aus dem Linen-Blum, ein tolles Design. Sie hat ein anderes Geschäft, wie gesagt, in Zürich. Ich habe noch keine Videos gemacht. Nächstes Mal, wenn ich da bin, mache ich für euch ein Video. Das ist direkt in der Altstadt. Ein sehr schöner Laden, etwas kleiner als in Bülach, aber das sind ausgewählte Produkte, auch von uns. Das sind unsere ganzen Kaschmirfarben sind auch da zu finden. Also ich empfehle euch, diese beiden Geschäfte
zu besuchen. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass ich weitere Geschäfte euch zeige, dann bitte schreibt in die Kommentare, dann werde ich daran denken, immer wieder Videos für euch zu machen. So, da war jetzt die Vorstellung diese beiden Garne. Die beiden Garne könnt ihr auch zusammen verstricken. Guckt ihr auf der Webseite, wie ich gerade gesagt habe, in den Filter. Es gibt auch sehr schöne Designs, wo Suave die Funktion von einem Mohair-Garn in Nepal hat. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so mit den Garnen strickt. Und ja, genießt den Sommer. Ich hoffe, ihr habt zu Hause einen Ventilator oder eine Klimaanlage. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder in dem nächsten Video. Tschüss!